Hallo meine lieben Freunde von altem Lego. Heute schauen wir uns den legendären Todesstern an, den echten kugelförmigen, das beste Lego-Set, das es jemals vom Krieg der Sterne gegeben hat, wo man auf kleinstem Raum mit vielen Minifiguren alle Szenen aus dem Film nachspielen kann. Es hat auch 3 unbedeutende Mini- und Mikrotodessterne gegeben und als Hintergrund für diese Figurenzusammenstellung habe ich die Todessternkugel aus der ersten Planetenserie von 2012, wo der Todesstern aus 2 zusammengesteckten Kugelhälften der Behälter für das Miniset mit Figur war, wie bei einem großen Überraschungsei. Dieses Formteil ist ein schöner Hintergrund für das Star Wars Logo. Das erste der 4 großen UCS-Sets war der Todesstern 2, 10.143 von 2005, aus 3.441 Teilen. Er war noch ein reines Ausstellungsmodell für Erwachsene, vollkommen ohne Spielfunktionen und ohne Minifiguren. 2008 kam dann das erste legendäre Modell 10.188 aus 3.803 Teilen heraus, in Kugelform mit 17 Zimmern im offenen Puppenhausstil, in denen man viele bekannte Szenen aus den 2 Kinofilmen der Episode 4 und 6 nachstellen kann. Mit 22 Minifiguren, die im ersten Modell von 2008 noch das ältere Erscheinungsbild hatten. Es war Obi-Wan mit Kapuze und Luke mit langen, glatten Mädchenhaaren dabei. Beim alten Todesstern fehlt in der Mitte vom Superlaser die 9. transparent neongrüne Antenne. Einige Jahre später, 2016, wurde derselbe Todesstern als 7559 in modernisierter Neuauflage wieder herausgebracht. Die wunderschön gestaltete Bauanleitung ist ein einzelnes dickes Buch mit 300 Seiten. Man kann sie sich in 7 verschiedenen Sprachen herunterladen. Ich habe mir hier die ersten Seiten auf Deutsch ausgedruckt. Es gibt viele nützliche Informationen zum Vorbild, dem Modell, den Designern und den Minifiguren. Das Modell selbst habe ich ohne Bauanleitung und ohne Verpackung zu einem günstigen Preis bekommen und habe es damals 2020 während dem Corona-Lockdown aufgebaut. Am Modell selbst kennt man äußerlich nur wenige Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Todesstern. Der neue wurde aber mit 200 zusätzlichen Teilen, mit 4116 Teilen, viel robuster gebaut. Auf den Superlaser kommt als Mittelstrahl eine 9. transparent neongrüne Antenne, die mir bei diesem Modell leider abgefallen ist und ich kann sie im Moment nirgends mehr finden. Die Laserkanonen an den Seiten sind stabiler, die Aufhängung des TIE im Hangar ist verbessert und die großen Fenster im Thronsaal sind modernere neue Formteile. Beim Aufbau habe ich die gut sortierten Bauschritte aus den Lego-Originalverpackungen vermisst. Bei meinem gebrauchten Set waren alle Teile gemischt in einem einzigen Karton verstaut. In der PDF-Bauanleitung, die ich mir auf dem PC heruntergeladen habe, kann man Schwarz und die verschiedenen Grautöne nur sehr schlecht unterscheiden. Selbst mit 45 Jahre Bauerfahrung, wenn man flott dahin baut, kann man sich schnell verbauen. Dann sucht man vergeblich im großen Haufen fehlende Teile und bemerkt, dass man sie schon vor vielen Bauschritten falsch eingebaut hat. Gerade bei diesem Grau-in-Grau-Modell sind die bunten, roten und blauen Steine und Platten im Füllmaterial eine nützliche Orientierungshilfe. Natürlich wäre es in der Herstellung viel günstiger, eine größere Menge Steine in derselben Farbe zu verwenden, und bei den eigenen Schöpfungen spielt das absolut keine Rolle. Aber wenn man größere Modelle nach Anleitung baut, dann ist man mit den bunten Steinen wirklich viel schneller. Die Kugelform ist sehr stabil gebaut, mit einem durchgehenden Liftschacht in der Mittelaxe.
Die Räume sind auf 4 runden Ebenen angeordnet. Auf der Unterseite gibt es am Boden 12 abgerundete, umgekehrte 2x2 Verbindungsgleitplatten zum Verschieben. Unter den zahlreichen Spielfunktionen gibt es im Gefechtsstand für den Superlaser 2 drehbare Kanzeln für die Waffensystemoffiziere. Mit der zweiten Kanzel kann man den Superlaser drehen und mit einem Drehknopf neigen. An der Wand gibt es den Monitor mit einem eingeschobenen Bild des zerstörten Planeten Alderaan. Richtig schießen kann der Todesstern mit der großen Kanone im Erdgeschoss mit 4 transparent neongrünen Projektilen. Mit einem Hebel kann man die Wände der Müllpresse bedienen. Im Zellenblock gibt es einen Drehknopf für die Eingangstür und die hintere Gitterwand kann man beim Spielen herausnehmen. Unten rechts kann Obi-Wan Kenobi im Kontrollzentrum des Traktorstrahls den Hebel herausziehen, dann fällt die Energiekupplung nach unten. Im Thronsaal des Imperators lässt Darth Vader mit Hilfe der Macht einen Laufsteg einstürzen, auf dem gerade Luke steht. Oben sind 2 bewegliche Doppelraumschiff-Abwehrgeschütztürme, die man beim Angriff der Rebellen auf den Todesstern feuern sieht. Im Hangar gibt es eine mit einer Zahnrad-drehbare Aufhängung für Darth Vaders Advanced X1 Doppelionenjäger. Darunter ist ein Lagerraum mit einem beweglichen Kranarm und neben dem Personenaufzug in der Mittelachse gibt es auch noch einen kleinen Lastenaufzug vom Lagerraum zur Landeplattform. Unter den 25 Minifiguren kommt Luke Skywalker im selben Set 3-mal vor. Im Tatooine-Outfit, als Sturmtruppler verkleidet und als schwarzer Jedi-Meister in Episode 6 mit glattem dunkelbraunem Haar. Han Solo gibt es 2-mal als Standardfigur von 2016 bis 20 und dieselben Kopf und Haare sind nochmals auf einem Sturmtrupplerkörper. Prinzessin Leia hat das Wendegesicht mit dem schiefen Grinsen und dem finsteren Blick. Und bei Obi-Wan haben wir die bedruckte Standardfigur von 2014 bis 2018 mit aufgedrucktem Kapuzenumhang. Bei der Belegschaft des Todessterns hat der Imperator erst in der Episode 6 seinen ersten Live-Auftritt. Sein Schüler Darth Vader sieht überall nach dem Rechten. Der richtige Gouverneur vom ersten Todesstern ist Tarkin. Seine Uniform ist bei Lego dunkelblau-grau, im Film sind alle Uniformen moosgrün, genauso wie bei den Offizieren, die bei Lego hellgrau sind. Nur die Flottenoffiziere sind schwarz und die Sicherheitsoffiziere wären weiß. Die typischen schwarzen Todessternwachen tragen offene Helme mit Kinnriemen und langem Nackenschutz. Die Waffentechniker an den Geschützen haben geschlossene Kieferknochenhelme, die Sturmtruppler die ikonischen weißen Rüstungen und die Raumschiffpiloten haben eine schwarze Uniform, beim Todesstern war aber kein Pilot dabei. Der weiße Killerdroide kam nur im alten Todesstern vor, im Originalfilm sah man einen dunkelgrauen im Gefängnisblock. Noch wichtiger für die Handlung ist der Verhördroide mit der Spritze und der Mausdroide, den Chewbacca erschreckt. Im alten Todesstern gibt es einen schwarzen astromechanischen Droiden und im neuen einen blauen mit einer transparenten Kopfhalbkugel. Der schwarze Todesstern-Protokolldroide hat beim alten und beim neuen verschiedene Körperaufdrucke. Der kugelförmige Todesstern hat 4 Stockwerke. In der obersten Ebene ist der Sitzungssaal, in der Mitte der Zellenblock und der Thronsaal, im Erdgeschoss Müllraum und Lager und im Keller der Wartungsbereich und der Wohnort der Müllkrake. Über alle Stockwerke reicht der zentrale Liftschacht, eine einfache kleine Seilrolle mit einem direkt aufgesetzten Drehknopf hält das Zugseil für den Aufzug. Auf der anderen Seite der Wand wird die Winde von einem einfachen kleinen Achterritzel auf einem Technikpin gebremst.
Der Flottenoffizier kann jetzt in den Lift einsteigen, die Plattform ist aber etwas wackelig, weil sie doch nur an einem einfachen dünnen Zugseil hängt, das ohne richtige Umlenkung durch das mittlere Loch einer 2x8 Techniklochplatte durchführt. Die große Satellitenschüssel als oberste Kugel des Todessterns sitzt auf einer 2x2 Winkelplatte mit einer Aussparung für das Zugseil. Mit der Winde kann man die Aufzugsplattform in alle Stockwerke des Todessterns hinablassen. Vom Dachgeschoss geht es hinunter in den ersten Stock mit der Haupthangarbucht 327. Unter dem Raumschiffdock liegt im Erdgeschoss der Lagerraum mit Kran und Lastenaufzug und im Keller kann der Flottenoffizier den Mechanikerdruiden mit seinem Werkzeugwagen bei der Wartung inspizieren. Der Mechanikerdruide wird gerade vom Mausdruiden gestört. Im zweiten Kellerraum nebenan lagern einige Fässer, im dritten wohnt die Müllkrake und der vierte hat ein Geländer und gehört zum darüberliegenden Wartungsschacht. Das Kellergeschoss ist also nur ein Wartungsbereich ohne wichtige Schauplätze für den Film. Im Lagerraum spielen auch keine wichtigen Filmszenen. 2 Todessternwachen sind gerade dabei, Transportkisten in die Landebucht zu heben. An der linken Wand gibt es mit einer kleinen Leiter einen Durchgang in den Wartungsschacht. Davor ist ein Waffenständer mit 4 Sturmgewehren. Eine Todessternwache steuert den Kran und hebt eine Transportkiste mit der Greifzange. Und eine zweite Todessternwache bringt eine Transportkiste mit dem Lastenaufzug in die Landebucht. Die Hebebühne wird auch nur von einem dünnen Seil auf einer kleinen Winde gezogen, mit einer kleinen Handkurbel auf der Seite an der Wand, wieder von einem kleinen Achterritzel auf einem Technikpin gebremst, das in die Wand eingebaut ist. Die Führungsstange ist eine normale Technikachse. Die Hebebühne geht durch eine Luke im Boden in der Landebucht hinauf zu den Raumschiffen. Die Hangarbucht 327 ist ein wichtiger Filmschauplatz für den rasenden Falken und die imperiale Inspektion. Links ist das runde Fenster zum Thronsaal und rechts oben der Kontrollraum und unten die Schiebetür. An diesem wichtigen Filmschauplatz ist im Lego-Set nur der Advanced X1 TIE-Jäger von Darth Vader geparkt, aufgehängt an einer Gabel, die man an einem Zahnrad im oberen Stockwerk schwenken kann. Das Modell ist wunderbar klein und stimmig gebaut. Beim Cockpit kann man die Windschutzscheibe und die Dachklappe öffnen. Der Kopfbereich ist so eng, dass kein normaler Pilot mit dem breiten Helm in das Cockpit hineinsitzen kann. Aber das ist ja kein normaler TIE Fighter, sondern das ist der persönliche Prototyp, den nur Darth Vader allein benutzt. Mit ihm überlebt er die Zerstörung des Todessterns. Darth Vader passt mit seinem Helm mit dem breiten Nackenschutz perfekt in das Cockpit hinein. Das runde Cockpit ist eigentlich von der idealen Kugelform schon etwas weit entfernt. Der geschwungene seitliche Übergang in die Arme ist mit verschiedenen Schrägsteinen abgerundet. Und die doppelt angewinkelten Solarflügel sind in dieser Kleinheit relativ gut getroffen. Sie sind mit Scharnieren beweglich. Die kleinen, transparent roten Rundplatten unter dem Cockpit stellen die Laserkanonen dar. Und auf der Rückseite gibt es noch ein schön geschwungenes Höhenleitwerk. Über der Landebucht gibt es als weiteren Raum des Versorgungssektors die Droidenwerkstatt. C3PO hat ja den Sturmtruppen gesagt, dass er R2-D2 in die Wartungsabteilung bringen möchte, aber wirklich hingegangen sind sie dann ja nicht. In diesem Raum gibt es auch 2 Ständer für die Sturmtruppenhelme von Luke und Han, die hier überhaupt nicht hingehören. Hier sehen wir die Verhörsonde mit der Spritze und den kleinen Mausdroiden auf Rädern. Den weißen Killer und den schwarzen astromechanischen Droiden gibt es nur im alten Todesstern.
Im neuen ist ein blauer astromechanischer Druide mit transparenter Kopfkuppel dabei. Typisch für den Todesstern ist auch immer der schwarze Protokolldruide mit dem besonderen Kopf. In der Druidenwerkstatt gibt es einen kippbaren Operationstisch. Auf der Seite sehen wir einen Ständer mit vielen Werkzeugen und hinten an der Wand ist die Werkbank mit einem Sessel und einer Lupe. Neben der Druidenwerkstatt gibt es im Dachgeschoss die 2 Doppelraumschiff-Abwehrgeschütze, die man beide gemeinsam mit einem Hebel drehen kann. Und an der Seite gibt es Drehknöpfe, um die Doppellaserkanonen zu neigen. Mit diesen Kanonen wehrt der Todesstern den Angriff der feindlichen Raumschiffe ab. Im Erdgeschoss ist eine Geschützstellung mit einer großen drehbaren Kanone, mit 2 Sitzen und Steuerpulten für die Schützen. Die Kanone kann man auf alle Seiten drehen und schwenken, aber der schmale Raum für die Stellung ist viel zu eng. Unter dem Lauf sind 2 Federgeschosswerfer eingebaut, in die man 2 transparent grüne Projektile hineinstecken kann. Die Auslöser sind die 2 roten Platten an der Oberseite der Kanone. Diese Kanone ist die einzige echte Schießfunktion am Todesstern. Die Todessternkanone gab es 2019 auch als Einzelset 75246 mit dem Traktorstrahlgenerator aus 150 Teilen mit einem Todessternschützen und dieselbe Obi-Wan Kenobi-Figur wie in Mos Eisleys Cantina. Diese Kanone ist lächerlich einfach gebaut im Vergleich zum wunderbar detaillierten Modell, das wir im Hintergrund im Todesstern gesehen haben. Die fürchterliche Hauptwaffe des Todessterns ist der gigantische Superlaser, der als große Parabolantenne in die kugelförmige Oberfläche der Raumstation eingebaut ist. Im Dachgeschoss gibt es den Kontrollraum mit den 2 Gefechtsständen. Nachdem er die Prinzessin Leia entführt hat, besucht der Sith-Lord Darth Vader den Todesstern, um die Fertigstellung der Superwaffe zu überwachen. Alle Offiziere fürchten sich vor Darth Vader, der echte Bösewicht in dieser Folge ist aber Groß Moff Tarkin. Im Dachgeschoss ist der Sitzungssaal, beim runden Konferenztisch liegt die Platte nur locker auf den Tischbeinen auf. Die Wandpaneele mit den Leuchten sind vorbildgerecht gestaltet. Rund um den Konferenztisch gibt es drehbare Sessel. Alle Offiziere zittern vor Darth Vader, nur Admiral Motti macht sich über seine Macht lustig. Darth Vader würgt ihn mit seinen telekinetischen Kräften, um seine Macht zu zeigen. Im gefürchteten Inhaftierungsblock AA23 ist Prinzessin Leia in Zelle 2187 eingesperrt. Die hintere Gitterwand kann man herausnehmen, innen gibt es eine Achse mit einem Hebel und außen einen Drehknopf, mit dem man die schräg gestellte Zellentür aufklappen kann. Darth Vader verhört Prinzessin Leia, die mutig und standhaft bleibt, sogar beim Verhördroiden mit der Spritze. Darth Vader setzt jetzt das letzte Druckmittel ein. Er zerstört den Heimatplaneten Alderaan von Prinzessin Leia. Groß Moff Tarkin lässt den Superlaser in Stellung bringen. Mit einem großen Zahnradgetriebeblock kann man die Satellitenschüssel neigen. Im ersten Stock ist der große Maschinenraum mit den Waffentechnikern an ihren Steuerpulten. Im Dachgeschoss gibt es den Kontrollraum mit den 2 Gefechtsständen. Der rechte sitzt genau auf der Achse vom Superlaser. An der Wand hinter Prinzessin Leia ist ein Bildschirm mit ihrem Heimatplaneten Alderaan, wo sie aufgewachsen ist. Auf der Rückseite des Bildschirms sieht man eine zweite Grafik mit dem zerstörten Planeten, die man umgedreht in den Rahmen hineinschieben kann. Mit dieser grausamen Zerstörung eines ganzen Planeten hat Groß Moff Tarkin die Feuerkraft des Todessterns getestet. Es ist jetzt höchste Zeit, Prinzessin Leia aus der Gefangenschaft zu retten.
Der junge Jedi-Schüler Luke Skywalker und sein Meister Obi-Wan Kenobi sind mit den zwei Droiden R2-D2 und C3PO auf dem rasenden Falken von Han Solo und Chewbacca auf dem Weg zum Planeten Alderaan. Der Planet ist bereits zerstört und sie sehen den Todesstern. Das ist kein Mond, das ist eine Raumstation. Das Schiff wird vom Traktorstrahl des Todessterns erfasst und in die Landebucht hineingezogen. Die Passagiere verstecken sich im Schiffsboden im Schmugglerversteck. Darth Vader lässt das Schiff untersuchen, es schaut aber leer und verlassen aus. Die meisten Truppen ziehen wieder ab. Luke und Han locken zwei Wachen ins Schiff, überwältigen sie und ziehen sich die Ausrüstung der Sturmtruppen an. Mit dem geschlossenen Helm kann man von außen keinen Unterschied erkennen. Bei den Figuren ist der einzige Unterschied der individuelle Kopf von Han und von Luke unter dem Helm. Der Kontrollposten im Steuerraum will Funkkontakt zu den Wachen aufbauen, aber Luke zeigt ihm durch die Scheibe, dass das Funkgerät nicht mehr funktioniert. Der Kontrollposten öffnet die Tür und draußen stehen schon Chewbacca, Han und Luke und überfallen die Wachen. R2-D2 zapft das Computersystem des Todessterns an und schaut, wo Prinzessin Leia gefangen gehalten wird. Die Verkleideten Luke und Han machen sich auf den Weg zum Zellenblock, wo Prinzessin Leia eingesperrt ist. Zur Tarnung nehmen sie den gefesselten Chewbacca als Gefangenen mit, der auf dem Weg durch die Gänge des Todessterns einen Mausdroiden erschreckt. Die verkleideten Han und Luke bringen den Gefangenen Chewbacca in den berüchtigten Zellenblock AA-23 mit seinen langen und finsteren Gängen. Schwer bewacht von den Aufsehern im Kontrollzentrum an ihren Überwachungskonsolen. Im Lego-Todesstern ist der Inhaftierungsblock wirklich ein schwarzer, viereckiger Zellenblock. Er wirkt zuerst als Fremdkörper, überrascht aber mit vielen realistischen Details, Einblicken und Funktionen. Han und Luke bringen als Sturmtruppler verkleidet den gefesselten Chewbacca in den Inhaftierungsblock. Sie nützen in ihrer Verkleidung den Überraschungseffekt und können die Gefängniswärter schnell überwältigen. Han zerstört mit seinem Laserblaster die Überwachungskameras. Im Lego-Modell gibt es auch unter der Decke einen schwenkbaren Arm mit einer großen Kamera. Han nimmt seinen Helm ab und beantwortet geschickt die Funksprüche. Er kann die Todessternwachen nicht lang genug hinhalten, es kommt Verstärkung mit den Sturmtruppen und die wilde Schießerei geht weiter. Die einzige echte Schussfunktion hat Chewbacca mit seiner Mini-Shooter-Armbrust. Im langen Gang des Gefängnisses findet Luke die Zelle 2187 von Prinzessin Leia. Sie erschrickt zuerst wegen der Sturmtruppenuniform, aber Luke gibt sich gleich als Retter zu erkennen. Im Gang zwischen den Gefängniszellen werden die Flüchtenden von den Sturmtruppen beschossen. Der einprägsame schwarze sechseckige Gang ist im Lego-Modell mit einer wunderbaren Perspektive gebaut. Im Hintergrund ist ein Aufkleber, der Tiefe vermittelt, dann gibt es 3 Wandsegmente mit den Lichtakzenten und vorne gibt es rechts den Eingang zur Zelle und links die Klappe zum Müllschacht. Leia findet einen Ausweg und öffnet die Klappe zum Müllschacht. Sie springen alle hinein und landen in der Müllpresse. Die Müllpresse ist unter dem Zellenblock etwas nach links versetzt, unter der Mittelwand zum Superlaser zwischen 2 dünnen Säulen eingebaut. An der schmalen Rückwand mit der Ausgangstür hängen auf Scharnieren die 2 großen seitlichen Flügel der Müllpresse. Am Boden liegen Schläuche und Stangen als Müll verstreut. Aus der Müllpresse gibt es kein Entkommen. Schießen ist zwecklos, alle Schüsse prallen von der Wand gefährlich ab.
Unten im Müll schaut das einäugige Müllmonster Dianoga heraus. Die Müllkrake erfasst mit ihren Tentakeln die Beine von Luke und zieht ihn unter das Wasser am Boden der Müllpresse. Die Müllkrake sitzt im Kellerraum rechts unter der Müllpresse auf einem Kabinendachscharnier. Beim neuen Todesstern von 2016 ist die Krake viel besser gebaut als beim alten von 2008. Auf einem schwarzen Kamerastein sitzt der Hals, die Tentakel und der Rückenpanzer. Erst als sich die Wände der Müllpresse in Bewegung setzen, lässt die Müllkrake Luke los und taucht wieder in ihren Müllsumpf ab. Mit einem Hebel an der Decke kann man die beiden Wände der Müllpresse zusammendrücken. Und bevor unsere 4 Freunde zerquetscht werden, gelingt es R2-D2 im Kontrollraum, noch in letzter Sekunde die Müllpresse zu stoppen. Die Ausgangstür der Müllpresse ist eine Schiebetür, die man im Raum rechts daneben hinter dem Traktorstrahlgenerator mit einem Hebel auf einer Fliese auf- und zuschieben kann. Han und Chewbacca stürmen in einem wilden Feuergefecht durch die Gänge des Todessterns und liefern sich eine Verfolgungsjagd mit den Sturmtruppen. Luke und Leia werden auf ihrer Flucht von einem tiefen Abgrund an einem Wartungsschacht aufgehalten. Die Sturmtruppen haben die Steuerkonsole für die Brücke zerschossen und Luke hat zum Glück einen Enterhaken in der Tasche. Leia erschießt zuerst noch die Sturmtruppler an der gegenüberliegenden Tür und dann schwingen sich Luke und Leia auf dem Seil über den Abgrund. Das ist eine einprägsame Szene aus dem Kinofilm, die man im Lego Todesstern perfekt nachspielen kann. Der hohe Wartungsschacht hat keinen Boden und geht bis in den Keller hinunter. Die Säulen sind mit Aufklebern realistisch dekoriert und es gibt 4 Öffnungen, in die man jeweils 2 Sturmtruppenfiguren hineinstellen kann. Unsere 6 Gefährten treffen sich wieder in der Landebucht beim rasenden Falken. Obi-Wan Kenobi hat inzwischen im Alleingang das Kontrollzentrum vom Traktorstrahl gefunden. Er versteckt sich vor den Sturmtruppen und unterbricht die Energiezufuhr vom Traktorstrahl, indem er den Hebel vom Kontrollzentrum herauszieht. Die transparente Energiesäule fällt nach unten und die Stromzufuhr ist unterbrochen. Die Energiekupplung wird von einem Hebel auf 2 Technikachsen gehalten. Unten steht die Energiesäule auf einem grauen Stab, damit kann man sie mit dem Finger wieder hinaufschieben und mit dem Hebel mit den 2 Technikachsen wieder fixieren. Jetzt können unsere Freunde wieder mit dem rasenden Falken vom Todesstern fliehen. Aber Obi-Wan Kenobi muss sich direkt neben dem Hangar 327 noch dem schicksalshaften Zweikampf mit seinem ehemaligen Schüler Darth Vader stellen. Unsere Freunde müssen ohnmächtig durch die Tür zusehen, wie Darth Vader in einem unaufmerksamen Moment Obi-Wan Kenobi tötet. Es fällt aber nur der leere Umhang und das Lichtschwert zu Boden. Der Körper von Obi-Wan Kenobi bleibt verschwunden. Es schließt sich die Tür zum Hangar und unsere Freunde können mit dem Millennium Falcon fliehen. Der Traktorstrahl ist ausgeschaltet, der rasende Falke ist frei und hinter der verschlossenen Tür müssen Darth Vader und die Sturmtruppen zusehen, wie unsere Freunde ins Raumschiff einsteigen und losfliegen. Mit der Flucht vom Todesstern ist für heute die Handlung der Episode 4 zu Ende. In den 2 legendären Todesstern-UCS-Sets sind aber auch die Schauplätze für die Episode 6 enthalten. Den Thronsaal vom Imperator und die imperiale Kontrolle schauen wir uns am nächsten Freitag an. Für heute habe ich noch eine Idee zur Baugröße vom rasenden Falken vorbereitet. Die besten Modelle sind in der Minifiguren-Spielgröße, das ist gar keine Frage. Man kann die Modelle gut nebeneinander stellen und mit ihnen spielen, auch wenn sie einen unterschiedlichen Maßstab haben.
Lego hat inzwischen 4 verschiedene Spielsets herausgebracht. Ich habe das 7965 von 2011 ausgewählt, weil alle Figuren zur Episode 4 dabei sind, gemeinsam mit Lea und Darth Vader. Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, den rasenden Falken in die Landebucht vom Todesstern hineinzubringen. Eigentlich würde der Millennium Falke anstatt Darth Vaders TIE-Jäger in die legendäre Hangarbucht 327 hineingehören. Die üblichen Lego-Modelle sind aber alle viel zu groß, auch die 2 MIDI-Modelle, die herausgekommen sind, das Set 7778 von 2009 und 75375 von 2024, sind beide 24 cm lang. In der Hangarbucht hat aber nur ein Raumschiff mit 17 cm Länge Platz. Ein weiterer Nachteil der MIDI-Modelle ist, dass keine Minifiguren hineinsitzen können. Das liegt aber nicht an der Größe, weil auch bei den 3 Microfighter-Modellen von 2014 bis 2021 Minifiguren bequem hineinsitzen konnten. Man könnte sich ganz gut ein kleines 20 Noppen großes Minimodell für die 22 Noppen große Landebucht bauen. Ich habe hier aus 347 Teilen ein kleines Spielmodell entworfen, das ich euch unten in einem Link als Studio-Bauanleitung zur Verfügung stelle, damit ihr an diesem Modell weiter basteln könnt. Die Größenverhältnisse passen zwar nicht richtig zusammen, aber es ist ein vollwertiges Spielmodell, mit dem man die Filmszenen im Todesstern mit den Minifiguren nachstellen kann. Im Modell hat auch die legendäre Sitzecke mit dem Descharik-Tisch Platz und es können 3 Minifiguren hineinsitzen. Das ist eben die kreative Stärke von Lego, dass man die Modelle mit Teilen, Ideen und Figuren aus dem aktuellen Sortiment nach eigenen Vorstellungen bauen, umgestalten und erweitern kann. Mit der heutigen Sendezeit sind wir leider wieder am Ende. Am nächsten Freitag geht es weiter mit der imperialen Inspektion und dem Thronsaal, die Szenen, die sich in Episode 6 im Todesstern weiter abspielen. Bis dahin bedanke ich mich bei euch allen ganz herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Wer will altes Spielzeug sehen, der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Der muss zum Spielzeugklassiker gehen. Playmo, Lego, alt und schön, ich freu mich auf ein Wiedersehen.